Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Es geht mal wieder um unsere gute alte Saeco Vienna. Schaltet man die Maschine an, ist erst alles normal, dreht einmal die Brühgruppe durch, wärmt auf, drückt man auf den Kaffee, geht erst alles normal, aber jetzt höre ich kein Geräusch, da läuft keine Mühle. Da müssen wir die Maschine wohl aufmachen und nach dem Fehler suchen. Also ausschalten, auf jeden Fall den Stecker raus. Da müssen wir mal alle Behälter rausmachen. Und die Kaffeebohnen müssen wir alle rausnehmen. Die letzten Bohnen und die allgemeinen Reste entfernt am besten mit dem Staubsauger. Um den Bohnenbehälter zu entfernen, gibt es hier zwei Kreuzschlitzschrauben, eine hinten und eine vorne. Wenn ihr die habt, könnt ihr den einfach nach oben rausnehmen. Bei der Mühle kommt dann zuerst der Gummiring, dann dreht er das Mahlradverstellung ganz gegen die Uhr, bis er ansteht. Jetzt könnt ihr den Innenteil entfernen. Und auch das Pulver innen drin entfernt er jetzt mit dem Staubsauger, weil sonst landet es nachher alles unten in der Maschine. Um den Deckel zu entfernen, müsst ihr nun 4 Schrauben öffnen. Hier steckt eine Philips Einschraube, ganz unten im Kanal. Bösartigerweise sitzt die so tief, dass der normale 1er Schraubenzieher nicht reicht. Also braucht man so einen langen. Ganz so lang wie meiner muss er nicht sein, aber ihr wisst ja, ein langer ist immer von Vorteil. Unter dem Wasserbehälter ist eine kleine Dreiecksschraube. G10 müsste das sein. Da müsst ihr vorne die Frontklappe öffnen und unter der Frontklappe sind hier Kreuzschlitzschrauben. Eine ist hier im Eck. Raus mit der. Und die zweite sitzt neben der Düse. Auch raus. Den Knopf müsst ihr noch abziehen hier. Wenn die Schrauben raus sind, lupft ihr den Deckel hinten an, dann geht es vorne aus der Elektronik und zuletzt müsst ihr hier drüber. Der Schlauch kann angeschlossen bleiben, ihr legt den Deckel einfach nach hinten weg. Nachdem das Gehäuse jetzt offen ist, können wir versuchen, den Fehler zu finden. Was ich jetzt tue, also das Messen mit offenem Gehäuse, ist natürlich gefährlich. Das solltet ihr nur tun, wenn ihr wisst, was ihr macht. Die Kabel der Mühle laufen von hier unten hier rum und kommen hier auf diese Steckverbindung. So, ich schalte jetzt die Maschine an. Wir warten die ganze Startup-Prozedur ab. Zum Glück hat die ja nicht so viele Warnschalter, dass wir da alles blockieren müssen. Die funktioniert auch so. Die Maschine ist jetzt warm. Ich gehe hier auf die Kontakte an der gezeigten Steckverbindung. Wir schauen, das ist alles nichts Wertvolles, was hier kommt. Jetzt gehen wir mal einen Kaffee machen. Und wir sehen, 200 Volt liegen an. Es tut sich aber nichts. Das heißt, die Diagnose ist relativ eindeutig. Die Steuerung möchte die Mühle anschalten. Gibt 200 Volt Gleichstrom an die Mühle. Die Mühle zuckt noch nicht einmal. Das heißt, die kann auch nicht blockiert sein, da wird sie wenigstens zucken, sondern die ist schlichtweg ausgefallen. Wir müssen die Mühle demontieren. Die Mühle ist hier oben mit 2 Kreuzschlitzschrauben und großen U-Scheiben gesichert. Die müssen wir erstmal rausmachen. Wenn ich jetzt versuche, die Mühle zu ziehen, dann hängt sie an 3 so komischen Gummistöpseln. Und da habe ich jetzt mit Gewalt relativ wenig Chance. Die reißen nach 10 Jahren sicherlich ab. Ich muss die jetzt ganz langsam durchquälen. Das heißt, ich gehe unter Zug und schiebe den mit einem stumpfen Schraubenzieher, sonst schneidet er dann kaputt. Müsst also extra einen stumpfen zuschleifen. Schiebe ich jetzt den hier so langsam da durch. Und irgendwann rutscht er dann durch und dann sitzt es oben drauf. Das müssen wir jetzt mit allen 3 Stöpseln machen. Und durch ist er. So, jetzt kommt die Mühle hier hoch
Und jetzt müssen wir ihre Kabel wegmachen. So, dann müssen wir den Kabelbinder hier mal durchschneiden. Und dann können wir auch die Steckkontakte schon abklemmen. Hier unten sieht man am Gehäuse, der vordere ist Minus. Die Stecker müsst ihr drücken, obwohl sie so aussehen, wie man sie ziehen müsste. Die muss man so nach unten rausschieben. Die sind nämlich da ganz komisch gewickelt von unten gesteckt. Das gleiche nochmal beim anderen. Notfalls mit dem Schraubenzieher drunter. Und wir haben ihn. Leider kann man solche Motoren heutzutage nicht mehr reparieren. Könnte sein, dass da nur die Kohlen runter sind. Aber ich habe wie immer eine sparsame Lösung. Ich habe noch eine ähnliche Mühle von einer anderen Saeco-Maschine. Da tauschen wir jetzt den Motor gegen den Motor. Das Oberteil passt leider nicht. Den Motor zu tauschen, muss erstmal der Ring da so ein bisschen hochgeschoben werden. Aha, das war der Ring. So, der Motor selbst ist hier mit Rastnasen fest. Die muss man dann so rausdrücken und versuchen, das Weiße abzuhebeln. Damit es nicht gleich bricht, machen wir das ein bisschen warm. So, ich gehe jetzt hier drunter und jetzt ein bisschen hoch. Schraubenzieher rein. So, machen wir hier wieder warm. Lassen durch. Aha, die haben wir auch. Jetzt fällt das ganze Ding auseinander. Perfekt. Jetzt nehmen wir das Teil und setzen das auf den guten Motor auf. Hier machen wir jetzt das gleiche, auch wieder das Oberteil lösen. Okay, jetzt kommt es allmählich. So, dann haben wir das Teil auch. Und wir sehen, die Teile sind absolut identisch. So, dann können wir das wieder auf unsere draufstellen. Hier sind die Eingriffe für die Rastnasen. Position ist relativ egal. Der Abgang fürs Pulver ist nachher hier. Plus war ein bisschen hinten, Minus vorne. Also können wir es in der Position draufschieben. Dann machen wir gleich die Sicherung von hinten drauf. Das ist jetzt das weiße Kabel, sieht man allerdings erst hinten, wo der Schrumpfschlauch endet. Das weiße Kabel kommt hier auf den Pluspol. Am Plastik sieht man es eingeprägt. Stecker geht so drunter. Und schon ist er drin. Einraschen tut das Zeug immer einfacher, wie es rausgeht. Das ist wegen der Produktion. Und da wir ja nur zwei Pole haben, muss der andere natürlich auf die andere Seite. Jetzt machen wir hier noch einen Kabelbinder drum, dass das sich nicht löst. Wenn man da mal kräftig Kaffee macht. So war der auch drum. Und dann kann die Mühle wieder rein. Hier müsst ihr aufpassen, genau hier muss sie eingeführt werden. Hier läuft sie einfach auf diese Nippel. Da können wir es ja nachher stecken. Wir probieren es mal kurz aus in dem Zustand. Also das, was keiner darf, mal kurz reinstecken. Strom aktivieren am FI. Wenn sie warm ist. Wir machen es nur ganz kurz und wollen nur sehen, ob die Mühle läuft. Ich schalte es also gleich wieder aus. Wie habe ich das wieder gemacht? Klasse, gell? Bei den Nippeln funktioniert es jetzt so, dass ich die oben mit der Zange ziehe. Und dann müssen sie da wieder drüber. Jetzt ist er drauf, seht ihr? Jetzt ist er durch mit dem dicken Teil. Jetzt geht es da nicht mehr hoch. Das jetzt auf allen drei Positionen. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Und durch sind sie. Jetzt kann die Mühle weder rein noch raus. So, nachdem die Mühle wieder steckt, können wir sie auch wieder festmachen. Die hatte hier zwei Kreuzschlitzschrauben. Und die zweite Schraube sitzt hier oben. Dann kann der Deckel hier wieder drauf.
Deckel aufsetzt, müsst ihr zuerst hier über das Dampfventil und dann kommt hier die Elektronik. Und schon ist er drauf. Beim Deckel kommt die Torx-Schraube, das ist die einzige Torx-Schraube, hier hinten unter den Wasserbehälter. Bei solchen Schrauben immer erst rückwärts drehen und dann vorwärts rein. Die längere der 3 Kreuzschlitzschrauben kommt hinten unter den Bohnenbehälter. Die 2 kurzen Schrauben kommen hier unter der Abdeckung nach oben in Richtung Elektronik. Hier am Eck haben sie die letzte versteckt. Zum Einbau des Mahlrades verschieben wir diesen Einstellring maximal gegen die Uhr. Dann kommt der Einsatz rein, der hat hier Nasen. Diese Nasen müssen passen. So sitzt der drin. Der muss so flach sitzen, dass der äußere Ring, wenn ich den im Uhrzeigersinn drehe, das festhält. So ist perfekt. Und jetzt müsst ihr ihn so weit drehen, dass er hier ungefähr mit den ersten Zähnen steht. An dieser Stelle greift das Zahnrad für die Mahlgradverstellung ein. Den Mahlgrad stellt er jetzt auch auf ganz grob. Bei der Maschine hat es jetzt die Nummer 18. Dann dürfen wir den Gummiring nicht vergessen, sonst fliegt der ganze Dreck. Der hat auch wieder hier Nasen, worin die 4, so sitzt er richtig. Und jetzt greift das Zahnrad gerade in die gröbste Stellung ein. Dann könnt ihr den Behälter so aufsetzen. Jetzt könnt ihr probieren, ob die Verstellung geht und nicht aus den Zähnen rutscht. Geht genau bis zum Ende, passt also von der Einstellung. Beim Bohnenbehälter kommt die ganz lange Schraube hinten und die kurze vorne. Das sind jetzt wieder Philips 2 Schrauben. Immer ein bisschen rückwärts und dann rein mit dem Kameraden. Dann dürft ihr natürlich den Knopf nicht vergessen. Jetzt kommt das ganze Übliche wieder rein, also Wasser, ein paar Bohnen. Alle Deckel drauf und wir können den Spaß mal ausprobieren. Jetzt dürfen auch die Nicht-Elektriker wieder den Stecker reindrücken. Schauen wir mal, ob alles funktioniert. Wir heizen die Maschine auf. Und wir probieren unser Glück. Na, hört sich doch gut an. Und Kaffee kommt auch. Was wollen wir denn noch mehr? Alles perfekt. Die Maschine geht wieder. Jetzt geht wieder alles. Wir haben unsere Saego wieder repariert. Ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.